Lalalala, Rätsel machen Spaß. Oh, hallo, ihr seid ja auch da. Willkommen zurück zu Let's Play 999. In der letzten Folge haben wir es durch unzählige Räume durchgeschafft, haben Rätsel gemacht, waren der Pro-Held ever. Ja, aber jetzt hängen wir hier in diesem Rätsel fest. Beziehungsweise hängen wir wirklich fest. Ich glaube, wir haben es letztes Mal nicht mal probiert. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir herausgefunden, dass wir hier die Zahl F hier überall einsetzen müssen. Das ist ziemlich geil, weil F ist in Hexadezimal für 15, was glaube ich, lass mich kurz gucken. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ja, F ist 15. Das heißt, wir müssen hier die Zahlen so einsetzen, dass überall 15 herauskommt. Und das ist verdammt schwer. Okay. Ich weiß nicht. 2. Machen wir jetzt einfach mal so. Okay, wir fangen mal so an. Ich habe jetzt hier 3 Zahlen, 2, 8, 5. Es gibt 15. Gut, was können wir hier noch machen? 2. Na, komm schon. 2. 6. Nein. Das ist zurück. 2. 7. 6. Ja. Sind auch 15. Gucken wir, was wir hier mit der 8 machen können. 8. 4 und 3 sind auch 15. Aber 5, 9 und... Oder? 5? Doch, das ist auch 15. 5, 9 und 1. Stimmt das? Nee, irgendwas ist falsch. 2 plus 8 sind 10. Plus 5 sind 15. Okay. 7 plus 4 sind... nee, das ist nicht 15. Warte, vielleicht muss ich die beiden tauschen. 1, 9, 6 und 9. Nee. Vielleicht muss ich die hier auch tauschen. Also die Zahlen stimmen schon mal. Ich weiß nur nicht, in welcher Reihenfolge sie gehören. Nee. Nee, jetzt mache ich gerade totalen Rotz. Also das stimmt. Das stimmt und das stimmt. Okay, 7 und 3 sind 10. Nee, das kann nicht stimmen. Tauschen wir die beiden nochmal. 7 und 4 sind 11. Oder? Ja, das, was wir hier bräuchten, wäre die 5. Nee, das wäre die 4. Oh, okay, das geht gar nicht. Fuck. Was ist, wenn wir was anderes nach oben machen? Wie zum Beispiel... Nee, tu das da nochmal rein. 2, 7, 6, ja. Was ist, wenn wir die 2, 7 und 6 nach oben tun? 8 und 4 sind... Nee, das geht nicht auf. 5 und 3... Und 5 und 3 sind 7 plus 9 sind 16. Das ist 1 zu 4. 8 plus 5 13. Huh. Okay, Leute, wir machen das so. Ich schneide das für euch raus, damit ihr euch das jetzt nicht angucken müsst, weil, ja,
Das würde wirklich sonst zu lange dauern. Ich melde mich einfach wieder, wenn ich's hab. Und dann machen wir gewohnt weiter. Bis gleich. Nee, das kann auch nicht stimmen. Oh mein Gott, endlich! Das hat viel zu lang gedauert. Oh, ich hatte so viele Möglichkeiten und keine davon war immer richtig. Alter, ich war so kurz davor durchzudrehen, ohne Scheiß. Okay, and there we go. All pins inserted, all lights lit. We did it. The power's on now. Oh, Gott sei Dank. It looks like there's electricity going to the monitor on top now. Oh, das war so schwer, ohne Scheiß. Alright, let's see if we can activate the device on the top. Oh, Gott sei Dank. A green button, a red button, and a lever. Okay. I wonder what these do. I think this might help. What the hell is this? Where did you find this? Hat er was gefunden? What is that? Where'd you find it? I found it when you were messing around with the pinholes. It looks like instructions for this thing. Oh, das ist immer gut. According to what it says here, this thing's a remote control for that. That? Yeah, that. Okay, was ist that? Oh nein, ich weiß. Wir müssen jetzt die Kisten so stapeln, dass wir irgendwie über den elektrischen Zaun drüber kommen. Och, was ist denn das für ein Scheiß? What's he pointing? Oh. That machine over there, apparently, it's called Pushmaster 5000. Ich weiß nicht, aber irgendwas, das Pushmaster 5000 heißt, würde mir Angst machen. Are you serious? Whatever. So what are we supposed to do with the Pushmaster 5000? You see the coffin... Coffin? Ah ja, da. Tatsächlich ein Coffin. You see the coffin over on top of the crates? Yeah. Don't you want to know what the deal is with it? Es ist einfach ein Sarg. I do. You want to check it out? Yeah. Alright. How do you think we're gonna get there? Well, there were some crates on the right side of the fence that someone piled up like stairs. Maybe if we make a path to the coffin from there. How would we do that? Line up the crates, I guess? Yeah, that sounds about right. I guess this is just another of Zero's puzzles. Yeah. Anyway, let's give it a shot. Oh nein! Alter, von einem Rätsel ins nächste. Oh, looks like the Pushmaster 5000 runs off a battery. So, to keep it from using up its energy too fast, it's been programmed so that it'll only start moving once its path had been completely programmed in. Alright, I'll keep that in mind. New material has entered into the file screen. Oh, fuck. Okay. The monitor shows a top-down view on the area we can move the machine. Once I want to set my orders to the pushman, I just pull the lever. Okay, dann... Das ist the reset button. It allows me to start over again. Once I activate the program, I just pull the lever. This is the return button. It allows me to quit command. Once I want to activate the program, I just pull the lever. Ja, dann mach doch. Hä? Lever. Alright, let's give this a try. Sure thing. Just keep in mind that there's a limit on the battery, alright? The battery dies after 50 moves. Okay, wir müssen es in 50 Zügen hinkriegen. Ich war noch nie gut in sowas. At least that was said in the manual. 50 moves, huh? Also, keep in mind that the Pushmaster 5000 can't move the heavy metal crates. Okay? Okay, got it. Instructions for on a square to Pushmaster is touched. The Pushmaster will move to that square. If there's a crate in the way, the Pushmaster will push up to a single crate. Move the crates appropriately and efficiently to fill the yellow areas. Okay, wir probieren das einmal.
You can move in 4 directions. You cannot move diagonal. If the push moves comes into the battle line, it will be reset re-input. Okay. Okay. Wir probieren es jetzt 1-2 Mal, glaube ich. Und wenn es nicht klappt, schneide ich das wieder raus. Es wird so viel Schneiden in dieser Folge geben, das ist krass. Oh, jetzt habe ich gegen das Mikrofon geschlagen. Sorry. Okay. Hey, wo sind denn die Kisten? Okay. Ich hab's schon verkackt. Okay, nochmal. Ich darf den dann nicht nach unten, nicht so nach unten schieben. Was mache ich hier eigentlich? Okay, es geht schon irgendwie. Jetzt mache ich gerade nur Schrott. Nee, warte. Ich muss da irgendwie... Ich kann die hier nicht bewegen. Dann ist es ein Problem. Warte, genau. Oh, so. Das ist aber nicht mehr weg. Mal das runter. Ich habe schon über die Hälfte und habe noch nichts erreicht. Ah, das ist schwer. Das kriege ich dann da nicht mehr weg. Nee, ich muss es wieder so machen. Okay, ich weiß auf jeden Fall jetzt, wie ich es machen muss. Oh, kriege ich das nochmal so hin, ist das die Frage. Okay, ja, das kenne ich doch alles schon. Das kennt ihr doch alles schon. Sorry, wenn ich gerade so ein bisschen leise bin, aber ich möchte euch das jetzt... Ihr wollt vielleicht auch mitraten. Und wahrscheinlich steht ihr dann vor eurem PC oder... Oh, Mist. Ist die Flasche runtergefallen. Vor eurem Handy und ruft dann sowas wie... Die Crate muss dahin und die Crate muss dahin. Okay, wie habe ich das jetzt gerade gemacht? Das muss... hier hin. Oh je. Nee, ich hab's schon falsch gemacht. Ich muss von oben. So. Habe ich's falsch gemacht? Hm. Ja, das ist ein, was? Doesn't start out, you got... Ach, ich habe jedes Mal, wenn ich hier aufgebe, einen Zug mehr. Das ist nett von dem Spiel. Ach Gott, okay. Auf jeden Fall das dahin. Das runter. Okay, das dahin. Und jetzt?
Das ist nicht richtig, was ich hier mache. Warte mal, wenn ich das hier jetzt dahin schiebe. Nee, dann habe ich Scheiße. Nee, doch, warte. Das da rein. Nee. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ich hatte es fast. Oh Mann. Okay, aber mein Ansatz war schon mal richtig. Ihr wisst nicht, wie lange ich hier jetzt rumprobiert habe. So. Lass mich hier rein. Lass mich hier rein. Ich glaube, ich hab's. Nein! Ich habe keine Züge mehr! Nein! Es war richtig! Oh mein Gott! Nein! Es war richtig! Und ich hatte keine Züge mehr! Verdammt! Oh Mann! Oh. Das wird wieder nichts. Doch, doch! Leute, wir haben es geschafft! Yay! Oh mein Gott! Alter, das hat jetzt echt viel zu lange gedauert. Ich muss kurz meine Stoppuhr wieder anmachen, weil die hatte ich vorhin nämlich ausgemacht. Weil, ja, ich ja das alles schneiden werde, aber oh mein Gott. Okay, I'm done putting it in the program. Oh,
What do I do next? Just be quiet and watch. Oh God. See, it's moving already. Oh Gott, ich bin so glücklich, dass das jetzt geklappt hat. Also, ich habe echt fucking viele Versuche gebraucht dafür. Die Rätsel werden echt nicht leichter. Awesome, the Pushmaster 5000 did just what I told it to and light up all the crates. Great, now we can reach the coffin. We just need to clamp those crates over by the fence. Geil. Okay, ich hoffe, da ist auch was drin, was wir brauchen. Ohne Scheiß. So, hier. Habe ich extra gemacht. They walked slowly past the row of crates until they came to the coffin. They stopped and nodded to one another, and Junpei put his hands on the lid of the coffin. Du willst mich verarschen, oder? Da ist keine Mumie drin, oder? Mami! Ja, ist da... Just kidding. Natürlich, Santa. He smirked heartily at his own joke. Ach Gott, ich dachte schon. Junpei grumbled and shook his head. Whatever, just open it. Junpei resided the urge to remind Santa that he would have had it open a long time ago if Santa hadn't interrupted, and quickly threw off the lid of the coffin. They peered inside. Contrary to what they expected, the inside of the coffin was quite large. It was mostly empty, but not completely so. Das ist der Schlüssel, den wir, glaube ich, brauchen für die Tür. Und ein Revolver. Ein goldener Revolver, wenn ich das jetzt so richtig sehe. Wozu brauchen wir einen goldenen Revolver? Will Zero, dass wir uns gegenseitig abknallen? Laying on the bottom was the rusty key. And next to the key... Tatsache. It's a gun! Ein goldener Revolver. Wow. Yeah. A revolver. It looks pretty old. I wonder if this is a replica. Junpei reached down slowly and cautiously, picking up the revolver. In his hand it felt heavy. Das ist ein echter Revolver. Das ist kein Spielzeug, das ist ein echter Revolver. Oh, damn! He checked the cylinder. There were 6 bullets. Also es ist voll. Ein Revolver fasst nur 6 Kugeln, also ist er voll. He'd never seen a real gun or even a real bullet before. He couldn't tell if these were real or not. The barrel was rifled, and nothing seemed to be blocking it. Oh, es ist sogar... es ist eine echte Waffe. Wieso freue ich mich darüber eigentlich so sehr? Oh Gott. As Ace had said, the gun was a very old one. However, it appeared to have been well maintained. If it was a real gun, Junpei thought it would most likely function perfectly. If it was real. Holding the gun made Junpei felt unpleasant. Carefully he placed it back in the coffin. You're not gonna take it? Of course not. All something like this is gonna cause more trouble. It's a powerful weapon that gives one person a huge advantage. Something like that would be way too dangerous to have around. We're in enough danger already. Da stimme ich dir zu, Junpei. Aber... ich weiß nicht, die liegt da nicht ohne Grund. Ich frage mich, was Zero vorhat. Yeah, I suppose you're right. Maybe. Maybe Zero put this gun here, hoping that something like that might happen. In other words, maybe he put it in here to make us fight each other. In that case, we should most certainly leave it here. I, for one, have no desire to let Zero control me. Yeah. The others nodded. They had no desire to be under Zero's control either. Okay, we've got that figured out. But you aren't gonna leave that key in here, are you? Yeah, 'cause I'm not. Junpei picked up the rusty key and slid the top of the coffin back into place. The gun back where they had found it. Yay, I'm just like a rusty key. Maybe I can use this to open the door. Ich frag mich. There's a revolver in this coffin. What was this thing for? Junpei? I know. I'll be there in just a minute.
Now's not the time to be thinking about the covenant. I need to focus on getting out of here. Okay. Ich hätte vielleicht gedacht, vielleicht wird er sie doch mitnehmen, aber wir sollten sie nicht mitnehmen. Aber ich habe das Gefühl, dass es einen Grund hat, warum der da drin ist. Und dass ich vielleicht nachher ein Rätsel ist und wir diesen Revolver brauchen. Und ich weiß nicht. Yay! Looks like it's open, Jumpy. I see. This key should open this door. Hey, what are you waiting for? Let's go! Yes, it's opening. Ah, wir sind draußen. Again. Geil. Yay, we found it! The hallway that left the cargo room headed straight toward the stern. Junpei and the other three proceeded down it silently. Some distance along it, a large room opened up on the left-hand side. Das müssen wahrscheinlich die anderen sein. It looked familiar. An iron gate covered each of the elevators. Junpei and his companions drew a stop and began to discuss what their next move should be. Achso, ich dachte, die anderen sind ja auf einem ganz anderen Stockwerk. Was leider sind jetzt auf der anderen Seite dieses Dings hier. We've seen this elevator before. We got off the one on the left side just a little while ago. Ja, das stimmt. Then we went through the number 6 door and that took us to the engine room. Yes, and after that we passed through the cargo room. And now we're back here. In other words, we made a loop. We're back where we started. Aber hier ist ein anderer Elevator. Junpei approached the elevator. Gently, he pushed the triangular button on the wall next to it. A moment passed. The elevator door opened. Okay. Geht's jetzt wieder zurück in die Eingangshalle? Endshot, ja. Pushing the button had apparently restored power to the elevator. The elevator was now functional. What do we do? Should we return to C deck? No, this hallway keeps going. Even if we do end up going back, I think we should see what's down there first. Das ist ein guter Plan. I agree. Let's go. Their decision made, Junpei and his companions left the elevators behind and continued down the hallway. Some time later, Santa, who had been walking several paces in front of the rest, suddenly stopped. Set in the wall in front of him was a door. Die sieht aber hübsch aus. Die sieht anders aus als die anderen. So far as Junpei could see, there was no other way to proceed. It was the door, or nothing. Alright, let's open it. Junpei took a deep breath, readied himself, then grabbed the doorknob and pulled the door open. Ich bin gespannt, was da drin sein könnte. He paused for a moment, then stepped through into the room. And there, he saw the number that had hung over their heads since they'd woken up. Oh mein Gott. Wir sind bei Tür Nummer 9. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir da sind. Scheiße. Nein. Like the numbers on every door, this one too was a rough shape made of red paint. Its door was set into the back wall of the room. Junpei leapt toward it in a sudden burst of hopeful energy. Oh nein, wir sind in Tür Nummer 9. Ist das Spiel jetzt bald zu Ende? Fuck! It was a large double door, heavy and full of solemn importance. He grabbed hold of the door handle and shook. Nothing, but he hadn't expected it to open. The rat sat on the wall next to the door. Its screen read vacant. Oh mein Gott, wir könnten raus! Finally, they'd found it. Junpei felt himself overwhelmed by a torrent of emotion. At last, they'd found the exit, but cold gripped his heart and he knew all too well why. Ja, nicht alle würden rauskommen. Wir müssen die anderen holen und dann müssen wir diskutieren, wer durchgeht und wer nicht. As he stood, frozen, unsure of what to think or feel. Jumpy, look! Behind you! He spun around.
and couldn't believe what he saw. It was a door with the number 9 written across it. Was there a second door? Oh mein Gott, wie viele Neuner-Türen gibt es? Ich hab grad Gänsehaut. Oh nein! Why? Junpei's voice was barely audible, even to himself. He stumbled toward a second door, as if somehow compelled. It was a small single door. It sat in the starboard corner of the room, on the same wall as the door they'd entered from, but in the opposite corner. 9. There was no mistaking it. A red sat on the wall next to the door as well. Vacant? Bestimmt vacant. Junpei shook the door handle pointlessly and muttered to himself. Why? Why the hell are there 2 doors? It was Santa who answered. There were always 2 doors. Just think about it. Zero never said there's only 1 door with 9 on it. It is hidden, but an exit can be found. Seek a way out. Seek a door that carries a 9. Ja, klar. Geil. Of course, we just assumed that there was only 1. After all, why would there be more than 1? Oh man. Ja, danke. Woher weiß ich jetzt, welches der Ausgang ist? Die große oder die kleine Tür? Jeez. Junpei was stunned. Zero's trick had taken him completely by surprise. There were 2 doors. That meant that all 9 people who had met at the central staircase could escape and leave no one behind. Stopp! Wer sagt, dass beide 9er-Türen zum Ausgang führen? Die führen in komplett verschiedene Richtungen. Nur eine davon führt zum Ausgang und wir müssen herausfinden, welche. Nur ein Team, wenn wir uns wirklich in 2 Teams aufteilen, nur ein Team wird rauskommen und das andere hat Pech. Oh Gott. Weil er hat ja nie gesagt, dass es 2 Ausgänge gibt. Er hat gesagt, es ist ein Ausgang. Oh Mann! Now the reason for the bracelet numbers being 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 was clear. Divided in 2, the digital root for both teams would be 9. For instance, ja, Zahlen und Zahlen, the digital root for both teams would be 9. Or noch mehr Zahlen, the digital root would be also 9. There were many other workable combinations, but they all ended the same way, with a digital root of 9. Fuck. What did that mean? The answer was quite simple. From the very beginning, the nonary game was designed to save all 9 people. Hä, das kann doch gar nicht sein. Zero würde es uns nicht so einfach machen. Wieso sollten dann alle 9 gerettet werden? Das gibt keinen Sinn. Zero hadn't been lying. Zero had never said there's only 1 door. But anyone who'd found themselves in the game would have assumed that that was the case. Fights would have broken out. One team would likely betray or deceive the other. Someone might be hurt. Someone might get killed. But eventually they would reach the room Junpei now found himself in and realize the pointlessness of whatever violence they'd visited upon each other. Okay, also gut, dass wir den Revolver nicht mitgenommen haben, glaube ich. I guess. Ich weiß es nicht. Ich habe ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Ich glaube nicht, dass beide Türen zum Ausgang führen. Das glaube ich nicht. Das wäre sinnlos. Was für einen Sinn hat denn das Spiel, wenn es keinen Gewinner gibt, wenn alle Gewinner sind? Ich versuche das gerade aus Zeros Standpunkt zu sehen. There were 2 doors. No need to kill each other. Wieso sagt er das jetzt gerade so? There were 2 doors. No need to kill each other. Wieso sagst du das so? They'd understand and be appalled, overwhelmed with guilt at what they've done. Perhaps that was the purpose of the game. That was how the nonary game was meant to be played. Fortunately, they hadn't started to fight one another, at least not yet. Wir werden uns auch nicht streiten. Wenn es wirklich wahr ist und es 2 Ausgänge sind, dann let's get out of here! But if one misstep was made, if the wrong mistakes happened, the stakes would rise and the noose would tighten. The thought of it sent a chill down his spine. So, what are we going to do, Junpei? Junpei, Jumpy, alles das Gleiche. A voice broke through Junpei's frantic thoughts. Santa's voice.
It brought Junpei back to his senses. No use worrying about the future. He needed to figure out what they were going to do next. There were 4 people in the room. Ace, Santa, Junpei, and June. Yeah. The bracelet numbers were 1356. The digital root would be 6. In other words, the 4 of them couldn't open a door with the number 9. But what if there were only 3? Could door 9 be opened with 3 of them? Was ist denn mit den anderen? Wollt ihr auch nicht auf die anderen warten? Oder sie holen gehen oder so? Weil die sind doch auch gerade in einem Raum und lösen Rätsel. Fuck. Was machen wir gerade? It took him no time at all to determine the answer. There was only one combination of 3 people that would give a digital root of 9. 1 plus 3 plus 5 ist 9. Wir müssten June hier lassen, alleine. That would mean... No! We gotta go back! That wasn't a possible... That wasn't a possibility he was willing to consider. Santa and Ace agreed. Yep, I agree. We cannot leave June behind. Junpei let out a breath he hadn't realized he'd been holding. Are you sure? I don't mind staying. June's body betrayed her true feelings. Her eyes were wet with the beginning of tears and her legs shook. It's okay. There's no way we'd leave you behind. Aww. Santa had said what Junpei had known the moment he realized which 3 people could go through the door. Oh, ich mag meine Gruppe gerade so sehr. Also Santa, Ace und June. Ich mag sie. Besides, I'd rather drown at the bottom of the ocean than escape with this sausage fest. Wie gemein! Maybe I'll get to go to Atlanta. Are you sure you don't mean Atlantis? Alright. Ich werde jetzt nicht... Okay, doch, ich lache. Aber ich lache ehrlich, weil es ist lustig. Perhaps it was a sudden reassurance that no one wanted to leave June behind, but Junpei laughed harder than he had in some time. Santa and Ace smiled. Oh, ich bin gerade so glücklich. Ich weiß nicht warum, das macht mich gerade so fröhlich. Oh. You guys. June blinked tears from her eyes and bit her lip. She didn't seem to know what else to say. Very well. Best we head back to C deck then. We should be able to take the elevator we passed earlier. Perhaps Clover, 7 and Lotus will have returned from door 1. Even as Ace spoke, they knew finding the others wouldn't improve the situation. There was no way they could be split into teams that could both go through the doors. Was? Ace knew it. They all knew it. Stopp, warte. Wir sind 2 zu wenig. Snake ist weg und der 9. Mann ist weg. Die Rechnung würde nicht aufgehen, oder? Wir könnten trotzdem nicht gehen, oder? They would find the other 3 and search for another solution. Geht die Rechnung jetzt nicht mehr auf, weil wir 2 weniger sind? Ich hoffe nicht. Okay, alright, let's go. Ace looked at the 3 of them, then turned and headed through the door. Santa and June followed. Junpei started toward the door, then stopped. He'd been too busy with other concerns to notice the room itself. It didn't seem terribly important now, but what exactly was it? Junpei looked around the room for the first time, noticing the things that weren't doors with 9 on them. A red carpet ran between 2 columns of wooden branches that ran the length of the room. Okay. Ein roter Teppich, nice. The carpet began at a large set of double doors and ran toward the bow. Toward... Junpei wasn't sure. Sieht aus wie ein Altar. Also was it an altar? Perhaps, ja, wie ich gesagt habe. There was a small rectangular alcove at the end of the carpet, and inside the alcove was a raised platform. Das sieht aus wie ein Altar. Resting on top of the platform was a coffin. A coffin. A coffin? Ist dann die Mumie drin, von der uns June vorhin erzählt hat? Also die Mumie, die irgendwie... davon hat Seven uns doch auch erzählt, diese... Wie hieß? Ich hab's mir aufgeschrieben. Alice.
Ach, hier, ich hab's mir aufgeschrieben. Alice sleeps in a small chamber past the forest of knowledge beneath the navel of gigantic. Ja, das haben wir uns aufgeschrieben. Alice war doch diese Mumie, die immer noch frisch aussah, obwohl sie aus Ägypten stammt. So, eine Sekunde kurz. So, musst du ein kurzes Mikrofon richten. Ich hoffe, so, müsste das sein. A coffin. What on earth was a coffin doing in a place like that? But before Junpei had time to answer that question. Hey, Junpei! The hell are you doing? Let's move! Santas voice echoed from the hall outside. Right, okay. Ich glaube, da ist echt diese Leiche drin von dieser Alice. Alice sleeps in a small chamber past the forest of knowledge beneath the navel of the gigantic. Okay, I'll be right there. Junpei turned on his heel and left the quiet, somber room. Oh mein Gott, da ist wer drin. Oh mein Gott, es klopft, da ist wer drin. Oh mein Gott, vergiss, was ich gesagt habe über irgendwelche Leichen. Da ist jemand drin. Geh doch zurück. Ach, die haben das gar nicht gehört. Oh mein Gott, da ist jemand drin. Oh mein Gott, da ist jemand drin. Oh, fuck. Ich hab Angst. They took the elevator up to C deck. Junpei hat das gar nicht mehr gehört. Oh, da ist jemand drin. Ist diese Alice noch am Leben? Das wäre creepy. Once there, they headed back toward the main hall and the central staircase. It didn't take them long. Junpei found Seven and Lotus waiting for them. They didn't look happy. We've got a problem. Clover is gone. Natürlich ist Clover weg. Junpei and his three companions looked at one another. He turned back to Seven and Lotus. What do you mean, gone? Santa, Ace, and June had their own question to ask. When? Why? You two went into door 1 with Clover, didn't you? Seven and Lotus responded as best as they could. Yeah, we went through the door together. But Clover barely spoke to us. She just did her own thing the whole time. There were 4 rooms on the other side of door 1. She wouldn't let us into the 4th room. She just said, I'll take care of this one. And shut the door. She must have blocked it with something on the other side. We waited for a while, but Clover didn't come out. We called for her, but she didn't answer. So I kicked down the door and we went into the room. But it was... Das war gerade Mixen der Stimmen, das ist nicht gut. It was empty. Clover wasn't there. It was a door at another wall. And it was open. We figure she opened the door and left by herself. We ran after her, of course, but... Well, obviously we didn't find her. You figured out that much. Clover's gone. Junpei thought for a moment. When did this happen? We got here just before you. You certainly have excellent timing. So you haven't searched anywhere other than near the staircase? No, we haven't. Finally, Ace spoke. His voice... Oh, ich muss mich nur kurz anders hinsetzen, sorry. His voice had an edge of resolve and concern. Very well then. We'd best separate and look for Clover. We haven't much time left. Let's begin. There were quick nods all around, and the 6 remaining players spread out. Junpei and June went into the central hospital room and looked around. She's not here. No, she isn't. They searched a little longer, but with no luck. They couldn't find Clover. Finally, they gave up and left the central hospital room. Ob sie bei der Leiche ihres Bruders ist? Das könnte doch sein, oder nicht? Slowly they made their way back to the hallway. Ist das so leise? At last they reached the stairs and Junpei spoke.
Alright, I'm thinking we should probably split up. Nein, spinnst du? Aufteilen ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. I'll head back to the stairs and take the elevator down to E deck. June, you can take the stairs up to B deck. Alright, that sounds good. Ich bin total dagegen, dass wir uns aufteilen, weil im Endeffekt da passiert bestimmt irgendwas. Ich vertraue dem nicht. But, what? Could you stop calling me by that codename when we're alone? Ach stimmt ja, wir wissen ja ihren richtigen Namen. Wie war das nochmal? Ich hab's mir aufgeschrieben. Hier. Akane Kudashiki. Ja, Akane Kudashiki. Akane. Huh? Oh, sure, right. I'll do that. There was a reason Junpei persisted in calling her June even when they were alone. Although perhaps not the best reason. He was embarrassed to call her by the nickname he'd used when they were children. Ich hätte eher Angst, dass ihr beobachtet werdet, weil ich glaube, Zero beobachtet jeden Schritt, den er macht. Glaube ich. Kenny? Ich weiß nicht warum, aber ich schreibe es mir auf. Akane ist Kenny. Ich weiß nicht wieso, aber es sieht mir so wichtig aus. 9 years ago, it came naturally. After all, they were children. But now that they were adults, it felt strange. Regardless of what he might hope for, to call a woman he wasn't dating by such a childish nickname felt odd to him. Er ist verliebt, aber total. Of course, to call her Miss Kudashiki would be even more awkward, and simply Kudashiki would seem a little brusque. Okay, das ist für Leute, die mit japanischen Sitten und japanischen Traditionen nicht viel anfangen können, werden es nicht verstehen. Ihr erlaubt mir, ich würde es euch gerne erklären. Im Japan ist es höflich, sich beim Nachnamen anzusprechen. Und nur wenn man sich sehr, sehr nahe steht oder sehr, sehr gut befreundet ist oder halt familiär, spricht man sich mit dem Vornamen an. Was er meint mit Miss Kudashiki, würde übersetzt sein Kudashiki-san. Das wäre ungefähr höflich, so wie sich normale Mitschüler ansprechen würden. Kudashiki wäre jetzt die unhöflichere Form für Freunde, die sich nicht sehr nahe stehen, aber auch nicht ganz höflich zueinander sind. Ich hoffe, ihr versteht ungefähr, was ich meine. And although he couldn't put his finger on why, it felt somewhat forward to call her Akane when they hadn't seen one another for so long. Ja, das ist, wenn man sich besser kennt, gut befreundet ist, nennt man sich dann bei dem Vornamen. Ja. In short, it was simply easier for him to call her June and leave it that. Alright, I'm going then. Yeah, be careful, Kenny. June, or perhaps more properly Kenny, blushed and smiled. You be careful too, Jumpy. Yeah, got it. Take care. Junpei looked after her for a moment as she ran up the stairs, then turned around and took off for the hallway. Okay, wir suchen, wir rennen, wir suchen. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch viel sagen soll. Ich meine, wir rennen und wir suchen, wir rennen und wir suchen. La 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 la. Clover, wo bist du? Ich fange wieder an, lustige Lieder zu singen. Das habe ich seit The Path nicht mehr gemacht. Tragedy always strikes when one least expects it. Was? But to wait for a man to stand before striking him down seems almost crueler than dealing the fatal blow while he lies on the ground. Was? A light in a dark place. June's smile had given him hope, both for escape and possibly for something else. It was that hope that raised his spirits just enough that he might soon be fully dashed. Also ich dachte gerade, ihn hat jemand auf den Kopf geschlagen. Gott, mach doch nicht solche blumigen Vergleiche. He opened the elevator and there she was. A woman sat slouched against the wall. Lotus. Junpei felt his blood turn to ice. Her body was limp and her skin smooth and pale as always. Nein.
ich habe mir oft gewünscht, Lotus wäre tot. Aber das war doch nicht so gemeint. She was covered in bright red blood. Junpei felt his chest constrict. He couldn't breathe until his legs began to shake. A slow, cold drop of sweat trickled down his back. He felt his stomach somersault. Junpei's mind went blank. All his thoughts replaced with endless hissing white. Okay, ich muss das jetzt sagen. Ja, ich habe Lotus gehasst. Lotus ist scheiße in meinen Augen gewesen. Sie war eine Bitch und alles. Wenn ich ehrlich bin, ich bin gerade zweigespalten. Einerseits finde ich es nicht so geil, dass sie tot ist. Auf der anderen Seite will ich einfach nur jubeln und sagen, yay, die Schlampe ist endlich weg. Oh Mann. Driven by little more than instinct, he began to walk towards Lotus, slowly. Each slow movement of his stiff limbs brought him closer to her corpse. Ja, sie ist eindeutig tot. Finally, he stood next to her. Robotically, he bent down and put his hand against her neck. There was no pulse. Ja, was erwartest du denn? Die ist tot. Das sieht man, dass die tot ist. No rise and fall of breathing. She was slightly warm. Something, somewhere in Junpei's shaken mind, told him that meant she had been killed recently. Sie wurde umgebracht. Von wem? Yes, Junpei thought, his mind slowly returning. She had been killed. Someone had killed her. There was a deep cut on the left side of her chest. Blood still oozed from it, although clearly her heart had stopped beating some time ago. The weapon had been a knife then. Perhaps she had been stabbed in the heart once. Oh, auch noch so eine Tat. Ich meine, du tust jemanden ins Herz stechen, wenn du ihn wirklich hasst, wenn du wirklich sicher gehen willst, dass er stirbt. Wenn du wirklich hundertprozentig sicher gehen möchtest, dass er dann nicht mehr aufsteht. She would have died immediately. He took little comfort from knowing she must have suffered very little. Only then Junpei noticed. Lotus' bracelet was gone. Lastly, let us discuss how to remove the bracelets. There are only two ways to do so. One, you escape from this ship. Two, your heart rate reaches 0. In other words, once the bracelet is taken outside the confines of the ship or detects that its wearer heartbeat had fallen to 0, it will shut down automatically. Was that why the killer had ended Lotus' life? So that they might have the number 8 bracelet? Clover! Oh mein Gott, es war Clover! Das würde Sinn ergeben. Clover braucht ihr Bracelet, um irgendwie durch eine Tür zu kommen. Oh Gott, ich hab grad Gänsehaut. Was ist nur auf diesem Schiff los? If that was true, then the killer was whoever wanted the number 8 bracelet. Or perhaps more accurately, the person who would gain the most by obtaining bracelet number 8. Clover? Who is that? Who would benefit the most from the number 8 bracelet? The thought had only just entered Junpei's mind when... He heard a noise. Oh mein Gott, ich hab mich gerade erschreckt. Oh nein! Oh nein! Wir werden angegriffen! A sound like a sharp knife cutting through wet meat. It struck him as strange that the noise came from inside his own body. A moment later, the pain hit him. It wasn't merely pain. There was heat, extreme heat as well. Wir wurden angegriffen! Oh nein! Was ist hier los? Oh mein Gott, jetzt habe ich gerade mein Mikrofon verrutscht. Was ist hier los? He felt as though molten iron had been splashed against the side of his body. Finally, his brain made a connection. He had been stabbed! Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll, ganz ehrlich. Sterben wir gerade? But where? His body was quickly going numb. He couldn't tell where the knife had met his flesh. Ich zitter, oh Gott, ich zitter gerade brutal. Given the circumstances, however, he had most likely been stabbed in the back. Ich zitter gerade furchtbar. Oh nein! Whoever had killed Lotus had now done the same to Junpei as well.
His voice was little more than a weak groan. With what little strength he had left, Junpei turned his body, trying to catch a glimpse of his attacker. But as he did, the knife dug itself in deeper, twisting viciously. Normalerweise würde ich jetzt die Episode beenden. Aber ich möchte wissen, wie es weitergeht und ich möchte das weitermachen. Also, bitte seht's mir nach, wenn die Episode heute ein bisschen länger wird. Ja! Wer war's? He collapsed to the floor, a puppet with its strings cut. Ich habe das Gefühl, dass ich so schreien muss, weil die Musik gerade so laut ist. His arms and legs lay where they fell, oddly twisted and awkwardly positioned. Junpei's body was entirely numb. He could feel the blood leaking out of him, but nothing would move. Wir sterben gerade! Oh nein, wir sterben! Ich fang gleich an zu heulen. Nothing save his eyes. As he lay on the floor, his life ebbing away, Junpei finally saw his attacker! Two tiny images of the killer reflected in his eyes. With that recognition came nothing. He felt no emotions. Not anger, not sadness, not regret. Wer ist es? Wer? The paralysis that had claimed his body had reached his mind. His killer glanced down at his body. Wer? Ich will wissen, wer? Then, without a word, climbed into the elevator and was gone. Wer? His eyesight began to fade. The world grew blurry and began to dissolve into an empty white fog. The fog crept into the edges of his mind and worked inexorably inward. Soon it swallowed up the last that remained of Junpei's mind, and his consciousness left him. There was nothing more. Into utter emptiness he fell. Into zero. Whatever Junpei had been was gone. Bad End. Wir haben das Bad End. Fuck! Und jetzt? You have reached one ending. This game has multiple endings. In order to experience all the endings, you need to save now. Once you've saved, you can restart the game with information you've acquired in this playthrough saved. Once you begin the game again, you can skip through the text you've already seen, okay? Simply press right on the control panel. Ja, das kann ich nicht, sorry. To fast forward lines you've already read. Once you reach life you haven't seen or you choose, it will automatically stop. Memories of Escape has been added to the title screen. Memory of Escape enables you to play the stages you have completed. It is frequently save after. Okay. Okay. Wir wurden umgebracht. Tatsache. Beginn Memories. Ach so. Okay, nein. Stopp. Okay, Leute. Wir haben ein Bad End erreicht. Aber wie das so ist mit Let's Playen und Let's Plays, ich möchte das Richtige, also das Good End erreichen. Also ein normales Ende und nicht da, wo ich sterbe. Das heißt... Nein, warte. Okay, ich werde hier mal so dumm rumklicken, damit das Intro nicht wieder anfängt. Das heißt, ich werde das Spiel neu anfangen müssen? Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall ich werde andere Entscheidungen treffen müssen. Ich werde durch andere Türen gehen müssen. Ich werde
das auf jeden Fall aufnehmen. Wir werden diesen ganzen Text, den wir schon gelesen haben, natürlich nicht nochmal lesen. Wir werden das skippen und alles. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Aber wir werden das auf jeden Fall, wir werden das gute Ende auf jeden Fall spielen. Ich frage mich, wo ich einen Fehler gemacht habe. Ich frage mich, wo ich wirklich diesen Fehler gemacht habe. Wem habe ich vertraut, den ich nicht hätte vertrauen sollen? Ich weiß es nicht. Und vor allem, wer hat mich umgebracht? Wer war es? Ich würde es wirklich gern wissen. Also meine Vermutung ist, dass es Clover war. Weil Clover wäre die Einzige, die irgendwas davon erreichen würde, würde sie uns in unsere Bracelets abnehmen. Aber das ist mal dahingestellt. Ich weiß es nicht. Das ist einfach nur meine Vermutung. Auf jeden Fall würde ich sagen... Nein! Auch wenn die Musik toll ist. Sehen wir uns in der nächsten Folge von Nein, 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 wenn wir versuchen, das richtige Ende zu erreichen. Also, ich meine nicht das True End. Also, ich weiß nicht, ob es ein True End gibt oder so, aber einfach ein normales Ende, was nicht ein Bad End ist. Weil das stand ja dran, Bad End, und ein Bad End ist ein schlechtes Ende, also nicht richtiges Ende, und wir möchten das richtige, also ich möchte mit euch das richtige Ende erreichen. So. Dazu hergesagt, ja, was möchte ich noch sagen? Wenn ihr Vermutungen habt, wer uns umgebracht hat, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like da. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich werde gucken, wie wir das dann machen. Auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.